Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Heute beginnt endlich mein Auslandssemester an der Universität in Berlin. Heute beginnt endlich mein Auslandssemester an der Universität in Berlin. Ich freue mich schon sehr darauf, an einer ausländischen Uni zu studieren. Ich bin so froh darüber, dass alles geklappt hat. Ich freue mich schon sehr darauf, an einer ausländischen Uni zu studieren. Ich bin so froh darüber, dass alles geklappt hat. Jetzt wohne ich zum ersten Mal alleine. Ich wohne in einem kleinen Studentenwohnheim in der Innenstadt. Das ist in der Nähe von der Universität. Jetzt wohne ich zum ersten Mal alleine. Ich wohne in einem kleinen Studentenwohnheim in der Innenstadt. Das ist in der Nähe von der Universität. Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt ist mein Deutsch gut genug, um studieren zu können. Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt ist mein Deutsch gut genug, um studieren zu können. Ich frage mich, ob die anderen Studenten mich akzeptieren. Immerhin bin ich nicht von hier. Ich frage mich, ob die anderen Studenten mich akzeptieren. Immerhin bin ich nicht von hier. Ich hoffe, dass ich schnell neue Freunde finde, die mir dabei helfen, mein Deutsch zu verbessern und mehr von der Stadt zu sehen. Ich hoffe, dass ich schnell neue Freunde finde, die mir dabei helfen, mein Deutsch zu verbessern und mehr von der Stadt zu sehen. Es ist schon 8:15. Ich sollte langsam losgehen. Um 10 Uhr beginnt meine erste Vorlesung. Es ist schon 8:45. Ich sollte langsam losgehen. Um 10 Uhr beginnt meine erste Vorlesung. Es war wirklich nicht leicht, den Platz an der Uni zu bekommen. Es gab über 100 Bewerber und nur 2 Plätze. Ich habe es aber geschafft und bin sehr stolz auf mich. Es war wirklich nicht leicht, den Platz an der Uni zu bekommen. Es gab über 100 Bewerber und nur 2 Plätze. Ich habe es aber geschafft und bin sehr stolz auf mich. Oh je, ich bin schon etwas aufgeregt. Ich war noch nie in einer deutschen Universität. Ich bin sehr gespannt, wie alles aussieht. Oh je, ich bin schon etwas aufgeregt. Ich war noch nie in einer deutschen Universität. Ich bin sehr gespannt, wie alles aussieht. So, ich bin da. Ich muss in den Hörsaal Nummer 3. Dort habe ich meine erste Vorlesung mit Professor Füllbier. So, ich bin da. Ich muss in den Hörsaal Nummer 3. Dort habe ich meine erste Vorlesung mit Professor Füllbier. Hallo liebe Studenten, mein Name ist Professor Füllbier. Willkommen zu Ihrer Vorlesung. Hallo liebe Studenten, mein Name ist Professor Füllbier.
Willkommen zu Ihrer Vorlesung. Ich bin Ihr Professor für Steuern und Bilanzen. Ich bin Ihr Professor für Steuern und Bilanzen. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie wichtig dieses Fach für Ihre Zukunft ist. Ohne Erfahrungen in diesem Bereich finden Sie später keinen guten Job. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie wichtig dieses Fach für Ihre Zukunft ist. Ohne Erfahrungen in diesem Bereich finden Sie später keinen guten Job. Am Ende des Semesters schreiben wir eine Klausur. Die Klausur geht 1 Stunde und wird nicht einfach. Wer fleißig ist, wird belohnt. Wer faul ist, wird die Klausur jedoch nicht bestehen. Am Ende des Semesters schreiben wir eine Klausur. Die Klausur geht 1 Stunde und wird nicht einfach. Wer fleißig ist, wird belohnt. Wer faul ist, wird die Klausur jedoch nicht bestehen. Schauen Sie sich noch einmal um. Von 4 Studenten werden nur 2 die Klausur bestehen. Schauen Sie sich noch einmal um. Von 4 Studenten werden nur 2 die Klausur bestehen. Kommen Sie immer zu der Vorlesung und besuchen Sie die Übungen. Dann ist es möglich, die Klausur zu bestehen. Kommen Sie immer zu der Vorlesung und besuchen Sie die Übungen. Dann ist es möglich, die Klausur zu bestehen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Dann lassen Sie uns mit der ersten Vorlesung anfangen. Die Vorlesung geht 120 Minuten. Dann lassen Sie uns mit der ersten Vorlesung anfangen. Die Vorlesung geht 120 Minuten. 120 Minuten später. 120 Minuten später. Oh Mann, so habe ich mir die erste Vorlesung aber nicht vorgestellt. Was denkst du? Oh Mann, so habe ich mir die erste Vorlesung aber nicht vorgestellt. Was denkst du? Ja, das war wirklich komisch. Ich muss die Klausur unbedingt bestehen. Ja, das war wirklich komisch. Ich muss die Klausur unbedingt bestehen. Entschuldigung, ich habe dich noch nicht nach deinem Namen gefragt. Wie heißt du eigentlich? Entschuldigung, ich habe dich noch nicht nach deinem Namen gefragt. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Sandra, und du? Ich heiße Sandra, und du? Mein Name ist James. Was studierst du denn, Sarah? Mein Name ist James. Was studierst du denn, Sarah? Ich studiere BWL. Woher kommst du denn, James? Ich studiere BWL. Woher kommst du denn, James? Ich komme aus Kanada. Ich komme aus Kanada. Wie cool. Also machst du ein Auslandssemester hier? Wie cool. Also machst du ein Auslandssemester hier? Ja, richtig. Ich bin jetzt für 6 Monate in Berlin und gehe dann zurück nach Toronto. Ja, richtig. Ich bin jetzt für 6 Monate in Berlin und gehe dann zurück nach Toronto. Hast du denn schon den Campus und alle Räume gesehen? Hast du denn schon den Campus und alle Räume gesehen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Dann komm mal mit, ich zeige dir kurz das Wichtigste. Dann komm mal mit, ich zeige dir kurz das Wichtigste. Super, vielen Dank, Sandra. Super, vielen Dank, Sandra. Das hier ist die Cafeteria. Hier kann man frühstücken und zum Mittag essen. Das Essen ist nicht das Beste, aber es ist nicht schlecht. Das hier ist die Cafeteria. Hier kann man frühstücken und zum Mittag essen. Das Essen ist nicht das Beste, aber es ist nicht schlecht. Wie toll! Hier werde ich bestimmt oft essen. Wie toll! Hier
werde ich bestimmt oft essen. Nachmittags kann man hier auch Kaffee trinken und Kuchen essen. Das empfehle ich dir auf jeden Fall. Nachmittags kann man hier auch Kaffee trinken und Kuchen essen. Das empfehle ich dir auf jeden Fall. Das hier ist die Bibliothek. Hier ist es immer schön leise. Man kann hier super lernen und sich auf die Klausuren vorbereiten. Das hier ist die Bibliothek. Hier ist es immer schön leise. Man kann hier super lernen und sich auf Klausuren vorbereiten. Das war eigentlich auch schon alles. Den Rest von der Uni kennst du ja schon. Das war eigentlich auch schon alles. Den Rest von der Uni kennst du ja schon. Vielen Dank, Sandra. Genau so etwas habe ich gebraucht. Vielen Dank, Sandra. Genau so etwas habe ich gebraucht. Sehr gerne. Wir gehen heute um 1:30 in die Mensa. Möchtest du mitkommen? Sehr gerne. Wir gehen heute um 1:30 in die Mensa. Möchtest du mitkommen? Auf jeden Fall. Als Dankeschön lade ich dich zum Mittagessen ein. Auf jeden Fall. Als Dankeschön lade ich dich zum Mittagessen ein. Dankeschön. Ich freue mich schon darauf. Dankeschön. Ich freue mich schon darauf. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!